Hallo liebe Weltraumentdecker! In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr unter Linux wichtige Protokoll- und Logdateien anzeigen lassen könnt. Wenn du dein Linux-System startest, dann wird als allererstes der sogenannte Bootloader geladen. In den meisten Fällen ist das der Bootloader grub, G-R-U-B. Dieser Bootloader lädt dann wiederum den Kernel. Wie wir bereits gelernt haben, ist der Kernel das Herzstück deiner Linux-Distribution. Er enthält alle wichtigen Komponenten und Treiber, die für den Betrieb deines Computers notwendig sind. Oftmals lädt der Kernel dann in Form einer sogenannten initrd, einer Initial RAM Disk, weitere Treibermodule nach. Diese Module sind zum Teil wichtig, damit deine Hardware richtig funktioniert. Erst dann wird das sogenannte Init-System, der Init-Prozess, gestartet. Auf modernen Linux-Distributionen kommt dabei oftmals systemd zum Einsatz. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Doch als allererstes möchten wir uns mal das Protokoll deines Kernels anschauen. Dazu kann ich den Befehl dmesk verwenden. Gebe das mal hier ein und erhalte sofort eine Fehlermeldung. Denn als normaler User bin ich gar nicht in der Lage, mir den Kernel-Ringpuffer anzeigen zu lassen. Zumindest auf den allermeisten Linux-Distributionen nicht. Ich kann jetzt also dmesk mit vorangestelltem sudo ausführen. Dazu rufe ich mit der Pfeil nach oben Taste den letzten Befehl nochmal auf. Jetzt kann ich mit Ctrl oder Steuerung A an den Zeilenanfang wechseln. Ich gebe jetzt hier sudo ein. Ich könnte jetzt hier einfach schon an dieser Stelle Enter drücken, denn der Befehl wird ausgeführt, egal wo sich der Cursor gerade befindet. Mit Ctrl E könnte ich ans Ende der Zeile springen, mit Ctrl A an den Anfang. Das gleiche gilt für POS 1 oder Home und der Ende-Taste. Ich führe diesen Befehl jetzt aus und mir wird hier der Kernel-Ringpuffer angezeigt. Hier erhalte ich wichtige Meldungen, zum Beispiel zum Laden des Treibers, für die Netzwerkkarte oder des Soundsystems und. Jetzt sehe ich aber hier am Anfang, dass in den grünen eckigen Klammern sehr merkwürdige Zahlen angezeigt werden. Das ist ein Zeitstempel im Unix Timestamp-Format. Das ist für Menschen eigentlich gar nicht lesbar. Deswegen gebe ich meistens dann dmesk-T ein. Dann wird mir die Ausgabe in ein für Menschen lesbares Format umgewandelt. Jetzt sehe ich hier die einzelnen Meldungen. Ich könnte mir diesen Kernel-Ringpuffer auch fortlaufend anzeigen lassen. Dazu kann ich den Befehl dmesk, wieder -T, gefolgt von -w verwenden. Jetzt werden hier alle weiteren neuen Einträge fortlaufend angezeigt. Du kannst das zum Beispiel testen, indem du einfach mal einen USB-Stick an deinen Linux-Computer anschließt. Dann sollte hier im Kernel-Ringpuffer eine entsprechende Meldung erscheinen. Abbrechen kannst du es jederzeit mit Ctrl+C. Dann möchte ich dir noch die weiteren wichtigen Protokolldateien deines Linux-Systems erklären. Früher war es so, dass die meisten Applikationen und auch der Kernel zusätzlich unter var-log protokolliert haben. Das kann ich mir mal anschauen. Ich mache als allererstes allerdings eine Root-Konsole auf. cd var-log ls-al oder ls und ich sehe jetzt hier, gibt schon einige Protokolldateien. Es gibt immer noch Anwendungen, die ausschließlich hierhin protokollieren, das ist aber eher die Ausnahme. Denn mit systemd wurde auch ein neues Logsystem, ein zentrales Logsystem eingeführt, das Journal, journald. Ich kann mir das Journal mit dem Befehl journalctl anzeigen lassen. Ich gebe das einfach mal als Root ein, denn als Root sehe ich alle Systemprotokolle. Als User sehe ich nur die Protokolle, die mich als Benutzer betreffen. Jetzt kann ich hier mit den Pfeiltasten durchscrollen oder könnte mit Groß G, also Shift G, ans Ende des Protokolls springen.
kann auch mit links und rechts hier die Ausgabe erweitern. Mit Q kann ich die Anzeige verlassen oder auch mit Ctrl+C. Auch hier habe ich die Möglichkeit, mit -F, journalctl-f, follow, fortlaufend Meldungen anzeigen zu lassen. Jetzt provoziere ich mal eine Meldung, indem ich hier ein zweites Tab in meinem Terminal, Ctrl+Shift+T, aufgemacht habe und dort zum Beispiel mal versuche, Root-Rechte zu erlangen, aber dann das falsche Passwort eingebe. Das erzeugt einen Fehler, hat nicht funktioniert. Jetzt schaue ich hier nochmal rein. Oha, da erhalte ich eine Meldung. Authentication Failure. Jetzt könnte ich auch die Ausgabe von journalctl-a nochmal anschauen und dann diese Ausgabe umleiten in einen anderen Befehl. Dazu kann ich das Pipe-Zeichen verwenden. Das ist diese gerade Linie von oben nach unten. Die findet ihr auf dem deutschen Tastaturlayout mit Alt-Gr auf der Größer- und Kleiner-Taste. Und jetzt kann ich hier hinten angeben grep fail oder failure. Grep schränkt die Ausgabe auf das entsprechende Suchwort ein. Jetzt sehe ich nur noch Meldungen, wo failure drin steht. Ich kann jetzt hier aber bei grep nicht mehrere Worte hintereinander angeben. Das versteht die Bash dann wiederum nicht. Das heißt, ich müsste jetzt hier, wenn ich jetzt nur Authentication Failure anzeigen lassen möchte, müsste ich jetzt hier die doppelten oder die einfachen Anführungszeichen verwenden, um das Wort zu quoten. Jetzt werden mir alle Authentifizierungsfehler in dieser Form angezeigt. Ihr seht also, ihr könnt auch mit cut zum Beispiel auch jetzt die klassischen Logdateien auch mit cut anzeigen lassen, zum Beispiel fail-log. Da ist jetzt eigentlich in der Regel in den klassischen Logdateien kaum noch was enthalten. Höchstens das Xorg-Log für den X-Server. Der X-Server ist für das Zeichnen den Betrieb des grafischen Systems zuständig. Dort erscheinen noch Meldungen. Dort zum Beispiel. Das kannst du dir wieder mit cut oder mit more. Mit more kannst du auch durchscrollen mit der Pfeiltasten oder mit less anzeigen lassen. Hier kann man auch suchen mit slash, fail. Vielleicht gibt es hier einen Fehler, gibt es jetzt hier nicht. Aber hier könntest du jetzt zum Beispiel mit slash und dann gefolgt von einem Suchwort, RGB, könntest du jetzt suchen. Du könntest jetzt auch mit n weitere suchen. Es sind aber keine weiteren Fehler dort enthalten. Wir haben jetzt also gelernt, wie wir unter Linux Protokolle oder das Hauptprotokoll, das Kernel-Protokoll, das Journal, aber auch einzelne Protokolldateien betrachten können. Probiert es auf eurem System mal aus, es kann hilfreich sein. Mit dem Umleiten der Ausgabe könnt ihr auch Fehler schneller aufspüren. Das ist sehr wichtig, wenn es zum Beispiel um das Debuggen geht, wenn einzelne Programme oder auch Treiber nicht so funktionieren, wie sie sollten. Ich freue mich auf eure Kommentare und bis bald. Tschüss!